Mit dem Zug geht es weiter nach Kyoto, die kulturelle Hauptstadt Japans mit über 2000 Schreinen und Tempeln, davon allein 17 UNESCO-Weltkulturerbestätten. Wir bleiben 3 Nächte. Wir bleiben 3 Nächte. Unser erster Besuch gilt dem alten Kyoto, dem Bezirk Nene-no-Michi, einem historischen Stadtviertel und Touristenmagnet. Das Viertel grenzt an die Einkaufsstraße Sanensaka. Hier treffen sich die Besucher aus aller Welt, entsprechend viel ist los. Nicht selten sieht man Männer und Frauen in den traditionellen Kleidern. Meistens handelt es sich um chinesische oder koreanische Touristen mit geliehenen Kimonos, ab und zu auch um Europäer und Amerikaner. Sanensaka ist eine Fußgängerzone, gesäumt von traditionellen Gebäuden und Geschäften, und grenzt an die Straße Ninsaka, ebenfalls ein Einkaufsparadies. Sie führen zu 2 berühmten Tempeln, die, als wir gegen 18 Uhr ankamen, schon geschlossen waren. So wie die meisten Geschäfte trotz der Touristenhorden ebenfalls gegen 18 Uhr schließen. Eine Teezeremonie gehört zu jedem Besuch in Japan. Sie folgt seit Jahrhunderten den immer gleichen Regeln. In einem Teehaus weiht uns ein Zeremoniemeister in die Kunst dieser bis ins 8. Jahrhundert zurückreichenden Zeremonie ein. Die Teezeremonie zählt zu den Wehkünsten des Zen. Ein Meister zu werden dauert viele Jahre, abgeschlossen sei das Perfektionieren der einzelnen Schritte niemals. Den Meisterstatus erlangt man nach etwa 15 Jahren. Jede Teezusammenkunft ist von Harmonie, Ruhe und Respekt geprägt und darf mit ihren Teilnehmern nur ein einziges Mal zu dieser Zeit an diesem Ort stattfinden und nicht wiederholt werden. Nicht weit weg liegt der Yasaka-Schrein. Besonders schön wirkt er nachts, wenn die roten Tore angeleuchtet werden. Er ist einer der größten Schreine ganz Japans, wurde im Jahr 656 erbaut und ist dem Wind- und Meeresgott Susanoo no Mikoto, dessen Ehefrau und den 8 Kindern geweiht. Im Jahr 869 wurden die Omikoshi, die tragbaren Schreine, durch die Straßen von Kyoto getragen, um eine Seuche zu bekämpfen. Das funktionierte auch. Seitdem findet am Yasaka-Schrein jährlich mit wenigen Unterbrechungen im Juli das Shion Matsuri statt, ein großes Festival mit Paraden. Auch zu Neujahr pilgern tausende Menschen zu dem Schrein, die die traditionellen Neujahrsriten und Feierlichkeiten hier vollziehen. In vielen japanischen Restaurants wird Teppanyaki angeboten. Das ist das Zubereiten von Speisen auf einer heißen Platte, die direkt in den Gästetisch oder am Tresen integriert ist. Teppan heißt eiserne Platte. Am folgenden Tag stehen einige Höhepunkte auf dem Programm. Die einzige japanische Hauptstadt ist bekannt für die zahlreichen buddhistischen Tempel, die Gärten, Kaiserpaläste, Shinto-Schreine und traditionellen Holzhäuser. Besonders sehenswert ist der majestätische Fushimi-Inari-Schrein. Im Shintoismus stehen übernatürliche Gottheiten im Mittelpunkt, die man Kami nennt und die in Schreinen sowohl zu Hause als auch in öffentlichen Räumen verehrt werden. Man glaubt, dass Opfergaben von Speisen und Getränken den Segen der Kami bringen. Inari, hier ist dieser Schrein gewidmet, ist die Kami des Reises, der Fruchtbarkeit, des Sake und des Tees, des Wohlstandes sowie des Glücks. Den Berghang hinauf ziehen sich mehr als 10.000 orangenfarbene Toris. Orangerot sind die Tore des Schreins, weil man sie mit Füchsen in Verbindung bringt. So sieht man überall auf dem Gelände Bilder und Statuen von Füchsen. Sie gelten als Inaris Boten,
und manche Menschen glauben, dass sie selbst ein Fuchs ist. So kam die Göttin in einer Zeit der Hungersnot auf einem weißen Fuchs vom Himmel herab. Sie brachte Körner mit, die ausgesät wurden und wuchsen. Es war der Reis. Ine ist das japanische Wort für Reis und Ine Nari, von dem sich der Name der Kami ableitet, bedeutet wachsender Reis. Die Füchse von Inari sind zudem nicht von dieser Welt. Kitsune sind Füchse mit übernatürlichen Kräften. Sie können die Gestalt von Menschen annehmen und bis zu 9 Schwänze haben. Sie spielen in der japanischen Folklore viele Rollen als Schelm, Wächter oder Dämonen. Für den gesamten Weg benötigt man etwa 2 Stunden. Wir begnügen uns in Anbetracht der Temperatur von rund 33 Grad schon am Morgen und der hohen Luftfeuchtigkeit mit einem etwa einstündigen Abschnitt. Die Verehrung von Inari geht auf das 8. Jahrhundert zurück, als der Schrein errichtet wurde. Im Laufe der Jahrhunderte weitete Inari ihre Rolle aus. Sie wurde im 16. Jahrhundert auch die Schutzpatronin der Schmiede und Krieger. Später war Inari die Kami der Fischer, verhinderte Brände und beschützte Prostituierte. Man betete zu Inari, damit sie einem Glück bringe, Kinder beschere und Krankheiten wie Zahnschmerzen und Syphilis heile. Seitdem der Reichtum nicht mehr in Reis, sondern in Geld gemessen wird, ist Inari zudem für Finanzen und Geschäfte zuständig. Ein paar Kilometer entfernt der buddhistische Tempel Sanchu Sangendo. Er ist in Japan legendär. In dem längsten Holzgebäude Japans findet sich in der Haupthalle eine große hölzerne Statue einer 1000-armigen Kannon, die auf jeder Seite von 500 Statuen in Menschengröße in 10 Reihen flankiert wird. Alle Statuen sind über 700 Jahre alt. Der Buddha ist mit 11 Köpfen ausgestattet, um das Leiden der Menschen besser sehen zu können, und mit 1000 Armen, um ihnen im Kampf gegen das Leiden besser helfen zu können. Vom Shogun Ieyasu, dem Gründer des Edo-Shogunats, als Residenz in Kyoto erbaut, die Nicho-Burg. Das Hauptgebäude hat man 1603 fertiggestellt. Die Burg diente als Residenz der Shogune während des Aufenthalts in der Kaiserstadt und war vor allem ein Machtsymbol des Shoguns, wurde kaum genutzt. Dessen Hauptsitz war in Edo, dem heutigen Tokio. So überragte die Burg des ersten Tokugawa-Shoguns den nahegelegenen kaiserlichen Palast, um die Macht zu verdeutlichen, die der Shogun über den schwächer werdenden Kaiser hatte. Shogun lässt sich in etwa mit Barbaren unterwerfender großer General übersetzen. In den östlichen Ausläufern Kyotos liegt der Nanzenshi-Zen-Tempel, eine Oase der Ruhe. Erbauen lassen hat ihn 1291 Kaiser Kameyama auf seinem ehemaligen Palastgelände, der er immer wieder Albträume gehabt haben soll. Also zog er einen Mönch zu Rate, der ihm diesen Bau empfahl, und die Albträume verschwanden. Der Zen-Tempel wuchs im Laufe der Zeit stetig, bis mehrere Feuer alle Gebäude zerstörten. Schließlich wurde der Tempel 1597 wieder aufgebaut. Die weitläufige Anlage umfasst ein Aquädukt und mehrere Tempelgebäude. Im Nanzenshi gibt es mehrere schöne Gärten zu erkunden, Steingärten des Zen. Sie dienen der Meditation und der inneren Ruhe.
In Kyoto lohnt auch ein Besuch des Nishiki-Marktes, bekannt als Kyotos Küche. Er existiert seit 1310, derzeit gibt es 130 Läden. Sie tummeln sich in einer schmalen Passage, die etwa 400 Meter lang und 4 Meter breit ist. Auf dem Markt finden sich frische und haltbar gemachte Lebensmittel, Kochgeschirr und elegante Keramiken sowie Gewürze und Papierwaren. Er ist voll von Menschen, die sich durch die Passage zwängen, zum Schauen, Essen oder Einkaufen. Schreine finden sich in Japan überall, selbst auf einem belebten Markt. Und natürlich lässt sich auch hier die Zukunft voraussagen. Hat man Pech, gleich an den Ständer binden, damit das Unglück verbrannt wird und in Rauch aufgeht. It's yours.